Aktuell gibt es zahlreiche Scams von Finanzdienstleistern und Steuerberatern auf Meta, LinkedIn, Google und Co. Und ich sage dir, worauf du aufpassen musst. Du hörst es immer ganz oft, 10.000 Euro aus der GmbH für Gold, für Urlaub, für Rolex und Co. Sich pauschal versteuert rauszuziehen, kann man machen, aber ich stelle dir hier eine große Frage. Es gibt zwar den Paragraphen, der es dir erlaubt, 10.000 Euro pauschal versteuert an Arbeitnehmer, also auch beispielsweise an dich als GmbH-Geschäftsführer auszubezahlen, doch die Frage ist, wie fremdüblich ist das Ganze? Stell dir vor, der Betriebsprüfer kommt und ja, es gibt das Gesetz, aber du hast auf einen Finanzdienstleister vertraut, der dir das an die Hand gegeben hat, beispielsweise mit einem Geschäftsführervertrag, den du gedownloadet hast, in dem das dann implementiert wird als Teil deiner Vergütung als GmbH-Geschäftsführer. Und du machst das und hast dann die Betriebsprüfung. Und du bist alleiniger gesellschaftender Geschäftsführer, hältst die Anteile also zu 100%. Und der Betriebsprüfer fragt euch, hey, warum denn bitte habt ihr 10.000 Euro an den gesellschaftlichen Geschäftsführer pauschal versteuert mit 30% ausgeschüttet? Nur für alle, die das Video schauen und sich damit nicht auskennen, meistens sind GmbH-Geschäftsführer deutlich höher in der Versteuerung als 30%, weil sie haben ein hohes Geschäftsführergehalt, entweder die Holding oder über ihr operatives Unternehmen beziehen. Und damit spart man sich quasi auf diese 10.000 Euro, die man als Sachwert pauschal versteuert ausschüttet, in Form von Gold. Nehme ich jetzt hier als Beispiel, weil das hört man ja ganz oft da draußen, quasi 15 bis 17% Steuern auf diese 10.000 Euro. Und die fragen euch, warum habt ihr das gemacht? Dann sagst du, ja, gibt ja den Paragraphen, der dem Ganzen zugrunde liegt, können wir ja machen, haben wir gemacht. Und dann wird er dir folgende Frage stellen. Welchen anderen gesellschaftlichen Geschäftsführer, der nicht familiennah ist, also der nicht dem Unternehmen, Unternehmensanteile gehört, beispielsweise ein extern bestellter Geschäftsführer, würdet ihr dem der 10.000 Euro pauschal versteuert ausbezahlen? Was will ich dir damit sagen? Das Ganze, diese Art der Gestaltung, die ist nicht fremdüblich. Sie muss aber fremdüblich sein, wenn sie bei einer Betriebsprüfung halten sollte. Auch wenn du das jetzt zum Beispiel umsetzt, das Ganze, und dir 10.000 Euro ausgeschüttet hast, heißt es ja nicht, dass du die nicht nachversteuern musst, wenn du in 3 Jahren zum Beispiel eine Betriebsprüfung hast, in der die letzten 5 Jahre geprüft werden. Und das ist eben ganz genau der Fakt, warum es wichtig ist, dass du nicht mit shady Finanzdienstleistern oder Steuerberatern arbeiten, die dir jegliche Gestaltung durchwinken, ohne sie wirklich geprüft zu haben. Deswegen sagen wir und machen auch solche Werbeanzeigen nicht, weil es höchstwahrscheinlich dir auf die Füße fallen wird, solche Dinge. Es wird dir höchstwahrscheinlich auf die Füße fallen, wenn du dein privates Auto an deine GmbH als alleiniger Gesellschaft und Geschäftsführer vermietest. Das funktioniert zwar alles erstmal in der Umsetzung, das kriegt man ja buchhalterisch auch hin, aber das wird nicht dem Punkt der Fremdüblichkeit standhalten. Und deswegen kann ich dich nur dazu einladen, hier ein Erstgespräch zu buchen, denn wir setzen mit dir nur die Dinge um, die reell praktikabel sind, die fremdüblich sind, und deswegen holen wir auch deinen Steuerberater immer mit ins Boot. Wir zahlen sogar die Rechnung deines Steuerberaters, damit alles hieb- und stichfest vom Finanzamt ist, betriebsprüfungssicher ist unser Credo, und dafür geben wir sogar Geld aus. Und mein Name ist Riccardo Di Sabatino, trage dir ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen dir, wie du legal aus deiner GmbH heraus Steuern sparen kannst, ETFs Rendite hebelst und das Ganze dann privat ausgeschüttet wird. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.